Hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Heute sitzen wir wieder mal in dem neuen Mazda 6e und ich habe einen richtig coolen Tipp für euch, was das Thema Memory oder Abspeicherfunktion eurer Sitzposition ist. Denn da haben wir schon ganz viele Anfragen von euch bekommen, wie das geht und ob das überhaupt möglich ist. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon im Intro angekündigt, geht es in diesem Video also um das Abspeichern von Sitzpositionen. Idealerweise natürlich eben für verschiedene Fahrer, die vielleicht mit eurem Auto fahren wollen, damit man nicht die ganze Zeit immer den Sitz nochmal nachverstellen muss und sich ärgert, dass die Lieblingssitzposition eben nicht mehr vorhanden ist. Und man sagt ja auch so neudeutsch so ein bisschen Sitzmemory dazu. Und es gibt eben verschiedene Techniken auf dem Markt. Manchmal sind Tasten im Auto vorhanden, manchmal kann man es auf dem Schlüssel speichern. Und wir haben euch zu diesem Thema zum generellen Mazda auch schon mal ein Video hier erstellt. Das verlinke ich euch mal da oben. Wenn ihr jetzt eben kein Mazda 6e-Fahrer seid, dann schaut euch gerne dieses Video an, denn bei diesem Auto ist das ein bisschen anders, denn wir haben hier ein großes Touch-Display. Und grundsätzlich haben wir auch so eine Art User-Management, also so Profile, die man anlegen kann, allerdings im Moment eben nur für einen Nutzer. Vielleicht kommt dann noch in Zukunft was, dass man hier eben für verschiedene Nutzer, wie soll ich sagen, auch verschiedene Sitzpositionen einspeichern kann. Diese Möglichkeit gibt es allerdings bisher noch nicht, aber es gibt einen Trick, sage ich jetzt einfach mal, wie ihr es trotzdem relativ einfach einspeichern könnt. Und jetzt gibt es bestimmt schon den einen oder anderen Fahrer unter euch, der das auch schon gemacht hat, der sich auf sich selber eben schon mal den Sitz richtig eingestellt hat und die Spiegel und so weiter. Ich erkläre das nochmal ganz kurz so ein bisschen umrissen, damit ihr auch wisst, wie das funktioniert. Es gibt eine super einfache Methode, das zu tun. Ihr geht einfach mit eurer Hand hier an die Sitzverstellung links und dann öffnet sich auch schon das Menü für die Verstellung des Fahrersitzes, weil ich da eben gerade auch sitze. So, jetzt könntet ihr theoretisch jetzt hier auch mit den Tasten den Sitz verstellen. Ich finde das jetzt gar nicht so sehr komfortabel. Ich mache das lieber hier mit den Tasten links an meinem Sitz selber. Da kann ich das schön fein einstellen. So, und das macht ihr natürlich jetzt einfach mal so mit der Bekleidung, die ihr gerade habt. Stellt euch einfach mal den Sitz perfekt und passend ein. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch mit den Spiegeln machen. Da gibt es dann hier auch nochmal so eine Spiegelfunktion. Darum soll es jetzt hier aber gar nicht so sehr gehen. So, wir schauen uns das Ganze nochmal jetzt hier im Sitz an. Das heißt, ich habe mir jetzt hier meinen Sitz eingestellt und jetzt habt ihr hier bei Fahrposition die Möglichkeit, abrufen und speichern zu drücken. Wenn ihr jetzt diese Sitzposition, die ihr gerade eingestellt habt, abspeichern wollt, müsst ihr natürlich auf Speichern gehen. Das heißt also, ich habe das jetzt mir mal gemacht, ich gehe jetzt hier einfach auf Speichern und sage, das ist jetzt meine Position, die ich gerne haben will. Jetzt würde zum Beispiel irgendjemand mit eurem Auto fahren, so verstellt sich den Sitz natürlich, so wie ihr das eben haben möchtet, hat nicht an eure gespeicherte Position gedacht. Und jetzt steigt ihr wieder ins Auto ein. Ich habe den Sitz jetzt also gerade so ein bisschen verstellt. Ihr setzt euch wieder rein und dann braucht ihr im Endeffekt nur hier auf Abrufen gehen und schon wird jetzt also euer Sitz auf eure vorher eingestellte Position abgespeichert. Soweit, so gut. Das kennen wahrscheinlich auch schon die meisten. Jetzt hatte ich ja gerade am Intro auch schon gesagt, hey, das wäre ja toll, wenn man das auch auf verschiedene Fahrer einprogrammieren kann. Jetzt ist es so, diese Funktion, wie ich schon sagte, ist gerade im Moment noch nicht vorhanden, dass man da irgendwie User anlegen kann. Aber das, was ich euch gezeigt habe, könnt ihr natürlich auch dafür verwenden. Denn wir haben eben nicht nur die Möglichkeit, eine Sitzposition abzuspeichern, sondern noch zwei weitere. Die Programmierer oder die Hersteller des Autos haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn man dem Fahrer vielleicht noch eine sogenannte Standby-Position anbieten würde und nochmal eine ruhende Position. Jetzt finde ich das persönlich allerdings gar nicht mal so praktisch im Alltag. Also normalerweise habe ich meine Sitzposition und fertig. Habe ich zum Beispiel eine Jacke an, okay, dann stelle ich mir das nochmal so ein bisschen nach. Dafür haben die vielleicht nochmal so eine besondere Position sich überlegen wollen. Wobei Standby heißt jetzt irgendwie für mich, ich werde jetzt vielleicht auf jemanden warten. Und ruhend heißt, ich mache es mir so ein bisschen gemütlich. Aber eigentlich brauche ich das im Alltag gar nicht wirklich. Und deswegen könnt ihr eigentlich diese zwei Speicherpositionen euch einfach so vorstellen wie Fahrer 2, Fahrer 3. Beispiel. Also ich stelle mir jetzt mal Folgendes vor. Ich bin jetzt hier der Fahrer 2, das nehme ich jetzt mal hier die Standby-Position. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen vor, ein bisschen hoch, um euch das zu zeigen. So, und sag mal, das ist jetzt hier Fahrer 2. Gehe auf Speichern. Denkt übrigens auch dran, genau das Gleiche auch für die Spiegel zu machen. Dann die Spiegel müsst ihr wahrscheinlich auch noch anpassen. So, jetzt fährt Fahrer 1 wieder, steigt ins Auto ein, geht dann hier in den Sitz, geht kurz auf Abrufen. So, Fahrer 1 stellt den Sitz ein. Und wenn dann der Fahrer 2 drin ist, dann wieder hier auf Abrufen gehen und schon wird das jetzt wiederum auf den Fahrer 2 eingestellt. Und jetzt könnt ihr die dritte im Endeffekt auch noch für den dritten Fahrer dann verwenden. Dann funktioniert es eigentlich fast genauso gut wie eine Taste im Auto. Nur ganz kurz hier die Taste wippen und schon seid ihr hier in diesem Menü drin. Gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Ihr könntet theoretisch auch
hier ins Menü vom Auto reingehen. Dann gibt es hier den Menüpunkt Komfort. Und dann habt ihr hier auch nochmal Sitzeinstellungen. Da kommt er ganz genauso rein. Aber ich finde es viel, viel schneller, wenn man mal ganz fix jetzt hier einfach auf die Taste drückt. Also 3 Speicherpositionen, bisschen versteckt. Natürlich nicht ganz der Sinn und Zweck, der hier programmiert wurde, aber funktioniert hervorragend. Im Alltag kann ich euch empfehlen. Ihr braucht diese 2 weiteren auch nicht für irgendwelche anderen Menüs oder sowas in der Art. Also das wirklich könnt ihr ganz, ganz frei verwenden. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video mal noch einen wichtigen Tipp für euren Mazda 6e geben. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn euch unser Kanal gefällt, denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Drückt die Glocke, kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen habt, dass ihr nicht verpasst. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.